Folge wird euch präsentiert von leasingmarkt.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausfahrt TV und herzlich willkommen aus Brüssel. Wir sind auf der Motorshow und wie schon im letzten Jahr feiert hier Opel eine Weltpremiere. Sie präsentieren den niegelnagelneuen Insignia. Nein, den Insignia gab es schon, den haben sie schon gezeigt, das Facelift der zweiten Produktgeneration. Aber das ist der GSI und der feiert hier seine Weltpremiere. Der Insignia ist ja ein wichtiges Auto für Opel. Über 1 Million Einheiten haben sie verkaufen können bisher. Es ist aber auch noch ein General Motors Produkt und diejenigen, die wissen, Opel arbeitet ja jetzt unter PSA oder mit PSA zusammen. Das ist aber alles noch General Motors und auch die ganzen Neuerungen sind natürlich noch in Zusammenarbeit mit General Motors geschehen. Was allerdings wirklich durch und durch Opel ist das neue Gesicht. Die haben also die Front komplett überarbeitet und das auch sehr bewusst, denn Opel hat ja so eine Designrichtlinie rausgegeben für die künftigen Opel-Gesichter und die sieht so aus, wir haben hier die harte Kante von der Motorhaube, die runterkommt, in den Opel-Blitz quasi reinläuft und sich dann zu den Seiten explosionsartig ausdehnt und hier sehen wir jetzt auch neue Scheinwerfer, zumindest eine neue LED-Tagfahrlichtsignatur. Der Bumerang ist jetzt nach unten gewandert und ist aber eine Verlängerung dieser Linie, die aus dem Opel-Blitz quasi kommt. Und die Scheinwerfer sind natürlich auch niegelnagelneu. Vorher hatten wir ja auch schon Matrix-LED-Licht. Das ist jetzt IntelliLux Pixel-LED-Licht. Vorher waren es 32 LEDs pro Scheinwerfer, jetzt sind es 84 LEDs. Da fragt man sich natürlich, man bräuchte noch mehr. Ne? Noch mehr können ja nur noch mehr kaputt gehen quasi. Aber das ist eine feine Sache, weil ihr die Lichtausbeute in der Breite quasi, da gewinnt ihr nochmal dazu auf der Autobahn beim Schnellfahren. Die Verkehrsschilder rechts und links können noch besser ausgeleuchtet werden. Aber auch beim Einparken kann man hier das Licht halt dann breiter gestalten. Der Grill ist auch nicht ohne. Ich meine, kennen wir auch schon vom Astra. Die Hersteller müssen ja jetzt sehen, dass sie immer mehr machen, was CO2-Einsparungen hervorbringt. Also die Fahrzeuge auch immer aerodynamischer machen. Und hier hinter ist quasi ein Shutter, also eine Jalousie. Und je nachdem, ob der Motor Luft braucht oder nicht, kann die geöffnet oder geschlossen werden. Und wenn sie geschlossen ist, dann ist das Auto halt nochmal aerodynamischer unterwegs. Am Heck hat sich nicht ganz so viel getan wie an der Front. Natürlich haben sie so leicht nachgezeichnet alles. Die wesentliche Veränderung aber unterhalb dieser Linie, und das ist egal, ob nun GSI oder zivile Version, wir haben keine runden Auspuffrohre mehr, sondern hier schöne Blenden. Und in den Blenden, also ganz entspannt bleiben, sind keine Blindenblenden, da sind tatsächlich noch Auspuffrohre drin. Also Insignia jetzt auch am Heck ein bisschen breiter optisch gestaltet natürlich. Hier das Anschauungsmodell steht übrigens auf 20 Zöllern und die hebe ich nur hervor, weil sich an der Seitenansicht nicht wirklich was getan hat. Dafür aber jede Menge unter der Motorhaube. Zwei Sachen sind wichtig oder müsst ihr halt wissen. Einmal, wir schreiben das Jahr 2020. Das heißt, die Hersteller müssen jetzt richtig auf die CO2-Emissionen gucken, denn eigentlich darf ein Auto im Schnitt zumindest nur noch 95 Gramm pro Kilometer ausstoßen. Und alles, was mehr ausgestoßen wird, führt zu Strafzahlungen pro Auto und Jahr. Also sind die Hersteller bedacht, die Emissionen jetzt mal richtig zu drücken. Wir haben komplett neu entwickelte Motoren im Insignia, neu entwickelt in der Zusammenarbeit mit General Motors. Es fängt an bei der Einstiegsvariante des Benziners. Das ist ein rein Dreizylinder mit 1,4 Liter Hubraum und 145 PS. Den kennen wir schon aus dem neuen Astra oder aus dem Astra Facelift. Darüber dann aber 2 Liter Benziner tatsächlich. Einmal mit 200 PS für die zivile Version und 230 PS für den Insignia GSI. Der bringt dann auch ein Drehmoment mit, ein maximales Drehmoment von 350 Newtonmeter, kommt immer in Verbindung mit einem 9-Gang-Automatikgetriebe und Allradantrieb. Neu beim Allradantrieb, den Allradantrieb habe ich euch ja letztes Jahr in so einem Wintervideo mal ganz gut gezeigt,
was der alles kann. Neu beim Allradantrieb, man kann ihn auch deaktivieren, um halt wieder effizienter unterwegs zu sein. Dann fährt der Wagen komplett mit Frontantrieb weiter. Dazu gibt es noch 2 Dieselmotorisierungen. Auch hier wieder der kleine Diesel, 1,5 Liter Hubraum, ein rein Dreizylinder, schon bekannt aus dem Astra mit 122 PS und dann aber auch noch ein 2 Liter Diesel. Und der 2 Liter Diesel hat 174 PS. Den gibt es dann wahlweise mit einer 6-Gang-Handschaltung oder mit einer 8-Gang-Automatik. Einmal springe ich auch in den Innenraum. Allerdings hier gibt es gar nicht viel Neues zu erzählen, denn den Innenraum, dem hatten sie ja schon ein Update im nicht im Ende, sondern am Ende 2018 spendiert. Neu ist, dass es die Sitzbezüge jetzt auch optional in Alcantara gibt. Das natürlich hier nicht, sondern das ist Leder. Und der Wagen hat eine neue Rückfahrkamera spendiert bekommen, eine digitale Rückfahrkamera. Kommt auch optional mit so einem Rückfahrassistenten, der dann quasi das Kamerabild nimmt und die Rückmeldung der Sensoren, um den Fahrer beim Rückwärtsfahren nochmal extra zu warnen. Neu ist auch das Infotainment-System hier im Insignia. Es ist nicht komplett neu, weil wir kennen das schon aus dem Astra. Ich habe es euch auch schon präsentiert. Diese Version ist jetzt aber neu hier im Insignia, bringt Apple CarPlay mit und Android Auto, hat mehr Verkehrsinformationen und. Wen das jetzt schon interessiert, der kann es sich bei mir im Astra-Review einmal ansehen. Ja, Kinder, das soll es erstmal gewesen sein hier aus Brüssel von der Weltpremiere vom Opel Insignia GSI. Was kann ich euch sonst noch sagen? Ja, erstmal tut mir leid, alle Freunde vom Insignia Country Tourer, das ist ja der hochgebockte Kombi, den wird es jetzt nicht mehr geben nach dem Facelift, den haben sie eingestellt. Die Preise sind auch noch nicht bekannt gegeben worden, aber ich denke, die werden sich an den aktuellen Preisen richten. Basispreis für die Limousine 29, für den Kombi 30.000. Jetzt nicht die GSI-Version, sondern die zivile Version. Ja, und bestellen könnt ihr ab Februar 2020 und ich denke, dann wird Opel auch die Preise bekannt geben. Ich bin jetzt sehr gespannt auf eure Reaktion da draußen. Bitte lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr vom Facelift haltet, vor allen Dingen auch von den Motoren, von den Motorisierungen. Und ich freue mich auf euer Feedback. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Ich verabschiede mich jetzt hier aus Brüssel von euch und sage tschüss, bis dann, euer Jan. Ja. Ja, im Innenraum hat sich jetzt beim... Oh. Nee. Das hätte ich vielleicht mal ausprobieren sollen.